Also wir haben ganz andere Möglichkeiten, die Services, die IT-Services zu optimieren. Am Ende des Tages kann man sagen, wir haben das Ganze professionalisiert. ITSM 360, powered by Microsoft. Also mein Name ist Ralf Hecht, bin bei der ERO jetzt seit knapp oder ein bisschen mehr als 2,5 Jahre. Bin so in der Corona-Zeit gestartet und ich bin in meiner Rolle oder meiner Funktion für die IT-Services gruppenweit verantwortlich, die ganze ERO-Gruppe. Sämtliche Dinge, die mit IT, mit der Digitalisierung, aber auch mit der Informationssicherheit zu tun haben, sind in meinem Verantwortungsbereich. Also ERO ist ein Familienunternehmen, seit mehr als 75 Jahren auf dem Markt. Unsere Leidenschaft gehört den Bedienelementen, wie wir es nennen, oder Human-Machine Interfaces. Alles, wo es was zum Drücken gibt, Tastaturen, Bedienelemente. Immer dann, wenn wir Maschinen bedienen, wenn wir Türen bedienen, da sind wir zu Hause, da stecken wir unsere Energie rein. Ja. Als ich angefangen habe im 2020, habe ich relativ schnell festgestellt, dass wir, wenn es um Tickets geht, wenn es um Fehlermeldungen geht, nicht wirklich einen guten Überblick hatten. Wir hatten Mailbox, wir hatten Excel-Tools, wir hatten auch verschiedene Open-Source-Lösungen versucht oder probiert, aber nicht wirklich irgendwie das erfolgreich eingesetzt. Und dann haben wir uns entschieden, ein Ticketing-Tool oder ein IT-Service-Management-Tool zu implementieren. Sicher ein wichtiger Aspekt war für uns, wie sieht es aus, also Look and Feel, User-Interface, was haben wir für Möglichkeiten, unseren Endanwendern für Möglichkeiten zu geben im Sinne von Self-Service. Dann haben wir uns stark am IT-Service-Management, ITIL 4, an dem Framework orientiert, dass diese Funktionalitäten abgedeckt werden. Es sollte zu uns als Unternehmen, zu unserer Strategie passen. Wir sind eine Microsoft-Umgebung, von daher sollte das in Microsoft integrierbar sein. Wir möchten das neben der IT auch noch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Facility Management, einsetzen. Also das sind so die wichtigsten Kriterien. Wir konnten relativ schnell auf der Testumgebung Funktionalitäten testen und halt auch Schritt für Schritt die ein oder andere Funktionalität noch zusätzlich implementieren, haben die wieder getestet, live geschaltet und so sind wir vorgegangen. Also nicht lange Konzeptarbeit und irgendwie ein halbes Jahr irgendwie Vorarbeit, sondern relativ schnell auch das System implementiert und anfangen zu nutzen. War auch für uns bewusst so der Ansatz. Ja, relativ schnell Erfahrungen sammeln und dann entsprechend anpassen. Die wichtigste Interaktion mit den Usern sind die Tickets, aber wir nutzen auch das Inventar, also das Asset Management, sämtliche physischen Geräte, ob jetzt ein Notebook, ob jetzt ein PC, ob jetzt ein Server, die sind alle im System erfasst. Wir nutzen die Knowledge-Datenbank zum Beispiel, pflegen Informationen ein, pflegen Dokumentationen ein. Also wir nutzen das in verschiedenen Bereichen und wir sind natürlich dran, noch weiteres auszubauen, was eben auch das Tool uns zur Verfügung stellt. Für uns ist die Transparenz wichtig, also wir sehen, wo Probleme liegen. Wir können die auch entsprechend dann priorisieren. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten, die Services, die IT-Services zu optimieren. Es ist nicht so bauchgesteuert, sondern mehr auf Zahlen und Fakten, weil wir die Tickets haben, wir wissen, welche Services betroffen sind und können so Schritt für Schritt unsere IT-Services verbessern. Für uns in der IT, aber auch vor allem für unsere internen Kunden, für die Anwender, so dass die Services so zur Verfügung gestellt werden, wie wir das wollen und wie das auch verlangt ist. Am Ende des Tages kann man sagen, wir haben das Ganze professionalisiert. Wir sind recht flexibel, auch neue Funktionen anzubieten, neue Services anzubieten, ob das jetzt von einer einfachen Hardwarebestellung ist bis über zum Änderungsantrag. Also wir sind recht flexibel, diese Services anzubieten, gewisse Workflows zu integrieren. Das ist sehr einfach, da sind wir sehr schnell. Also für mich, jetzt aus IT-Sicht gesprochen, für mich als Verantwortlichen eine ganz andere Transparenz. Ich habe viel besseres Gefühl, was die Leute zu tun haben, wo die Probleme liegen, wo es den User drückt, sage ich jetzt mal. Und für den User selber auch es ist einfacher mit uns zu interagieren. Er kann auch selber Sachen nachschauen, indem er in der Knowledge-Datenbank Informationen sucht, sich selber so helfen. Also ich denke, insgesamt ist das für beide Seiten eine deutliche Verbesserung. Nichtsdestotrotz wollen wir uns trotzdem weiter verbessern. Also das ist nicht fertig, aber wir sind schon recht einen Schritt weiter. ITSM 360, powered by Microsoft.